Gut, dann wollen wir doch mal loslegen mit dem neuen Part. Dabei ist wieder die Sunny. Hallo Sunny. Hallo. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Es ist immer so ein Zufall und ich freue mich auch jedes Mal, wenn du dabei bist. Wie komisch, dass ich zufällig immer da bin. Du bist immer da, also dass du dir immer die Zeit nehmen kannst, auch immer dabei zu sein, ne? Ja. An Ort und Stelle und zu der richtigen Zeit halt, ne? Ja, es ist wie es ist. Stimmt, wir waren in der neuen Bude, also unserer zweiten Bude, wo wir ja gar nicht wussten, dass wir die überhaupt haben. Ne? Richtig. Jetzt haben wir hier wieder so ein... Oh, hier ein Springmesser. Ein furchteinflößendes Messer. Ja, er jammert auch schon über wahrscheinlich Geschlechtskrankheiten. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Mhm. Wird immer oft gespeichert, also im Autosave kann man sich echt nicht beschweren. Sunglasses, ja. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Handschuhe. Schwarze Lederhandschuhe. Big Jim Slate. Ja. Kommt jetzt nichts? Nein, ich hänge einfach fest. Auf jeden Fall sehr coole Musik. So, irgendwie so Smooth Jazz. So mit dem Playboob. Ja, das würde ich mal angucken. Lucius Lucy Love. Ich kann das nicht lesen. May ist auf jeden Fall für Mason. Hm. Lust, ein Trinken zu gehen bei der Musik. So ein Tisch mit so einem Lämpchen drauf. Ah, ist da zufällig ein Zahlencode drauf? Ich kann das echt kaum lesen. Text, I know you. Hate Maldonado, but he has his uses. I will throw in an additional SK if you will work with him peaceably. Mason. Und sowas wie wir hassen ja mal, also irgendwer, Mason weiß, dass wir Maldonado hassen. Aber er ist irgendwo nutzvoll. Ja, ist wohl nutzvoll. Oder wie sagt man im Deutschen das? Da gibt es so ein anderes Wort. Ich komme immer nicht drauf. Von Nutzen. Von Nutzen, ja. Was meint er mit SK? Oder soll das 5000 sein? 5K? Also wenn es also für ein 5K, also 5000 sein soll, dann will er auf jeden Fall nochmal 5000 mit reinwerfen, wahrscheinlich in irgendwie einen Pot oder sowas. Wenn du mit ihm friedlich zusammenarbeitest. Mit dem Maldonado. Boah, ist natürlich ein richtig cooles Bad. Alleine schon diese Spotlights, ne? Ja, und jetzt stell dir mal vor, hier hast du dann jetzt so einen Ausblick auf den Wald oder so. Dingens. Und diese Handtücher gerollt und ist ja wie im Hotel hier. Also den finde ich ein bisschen sehr kitschig. Also dieser Wasserhahn-Dingens mit so einer... Ja, das gefällt mir nicht ganz so. Und dann diese Musik im Hintergrund. So, stell dir vor, die Musik ist dann wirklich irgendwo aus dem Lautsprecher hier oben, natürlich aus der Schräge, ne? Holz vertefelt. Natürlich. Beziehungsweise Holzdach. Warum nur zwei Waschbecken? Aha, oh.
Hoping this isn't mine. Das hoffe ich auch. Obwohl. So ein Tex Murphy in so einer Krankenschwesterverkleidung. Fasching beim letzten Mal, wo er da war, weißt du? Und der ist halt Schlampenkrankenschwester gegangen. Schlappentext. Schlampentext. Hier auch, also das finde ich nicht schön irgendwie. Mit diesem... Ja, okay. Zwei Waschbecken. Achso, wenn du direkt nach dem Kacken kannst du direkt die Hände waschen. Oder wenn du im Whirlpool bist, kannst du dir die Hände waschen. Ja, keine Dusche? Du kannst gleichzeitig im Whirlpool Zähne putzen und es da reinspucken. Das Ding hat keine Dusche. Es hat Dafür nun... hat es 2 Waschbecken. Du kannst halt nicht alles haben. Das muss ja wohl reichen zum Waschen. Was sind das für komische Kannen da vor dem... Wie sieht das denn aus? Das sind so... japanisches Zeugs irgendwie. I don't know. Das ist schon Also, die sind chilly. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich da rein möchte. Ja, so Ehrlich gesagt, Quecksilber oder so. Quecksilber. Ja, die Spiegelungen, das sind halt schlechte. Ist halt wahrscheinlich eine etwas ältere Engine halt noch, ne? Halt. Achso, das ist die Tür, die anvisiert. Hier ist nichts drin, das kann ja nicht sein. Du musst bestimmt das Schnipsel ziehen und da ist irgendwas im Wasser oder so. Nee. Geht nicht. I'm hoping this isn't mine. Speicher. Ja, bei jeder Schublade, die ich aufmache und zumache, speichert er sofort. Hier, guck, speichert er. Mache ich zu. Ah, ne, okay. Aber pass auf, ja doch, er speichert. Ja, I'm hoping this isn't mine. keine Ahnung. Ja, vielleicht kannst du später noch eine Aktion machen. Hier ist auf jeden Fall ein Safe mit Zahlencode und ich weiß nicht, was für ein Zahlencode ich da nehmen soll. Guck mal, vielleicht ist da noch was hier in dem Schreibtisch. Da ist noch was. When I think of women in my past who were black book quality, Regan Madsen from my Pandora case always comes to mind. Aha. Oh. Wen haben wir denn da? Well, I suppose you've already sat in my chair and beaten my porridge, too. Took you long. I thought I was gonna have to stir it in by myself. I hope you don't mind I made myself comfortable. Boah, diese Friese, ne? And I'm very comfortable. War ja schon so eine pseudo-coole Socke, ne? Ja. How long does it take you to smoke that cigarette? Oh, you'd be surprised. Das ging nach hinten los. Das hat wehgetan, glaube ich. Ja, aber er hat's Er hat's richtig cool überspielt. Er denkt jeden Tag, noch fast jeden Tag liebevoll an sie. wow. Ich kann mir vorstellen, dass er jeden Tag liebevoll an sie denkt. Mm. Immer morgens so, bevor er aufsteht. Ja, ja, genau. So gegen 6 oder so. Tja, das hat mir jetzt aber nicht ganz so viel geholfen. Naja. Nicht ganz so viel. Tja. Chandler-Allee. Wenn man bei Margaret Leonard herausfindet. Bin ich in der Chandler-Allee? Ist das hier? Ich glaube schon, ne? Nimm das Fax von Archie im Büro von Tex. Nö. Geh zum 3 Karten bis Mittag. Doch, das war ich schon, um mit Archie zu sprechen. Und automatisch ein Foto von Margaret. Okay, das war ich. Sprech mit Clint. Sprech mit Rook und nimm das Tesla-Buch entgegen. Aha. Also müssen wir jetzt erstmal mit Clint und Tesla und sowas da sprechen. Und okay. Also hier können wir anscheinend nichts mehr machen. Relax. Looks like Archie's back in town. I should check out his 3 cards to midnight shop and see if he knows anything. Okay. 3 Karten bis Mitternacht. Nee, das ist verkehrt. Das hier ist das. Archie Ellis is my herbal tea-loving, source for all things alien, supernatural, conspiracy theorist. Or he's just plain crazy. He ran into some trouble with the NSA on my last case. Last I knew, he was hiding out in some tropical locale with a bevy of beauties.
I'm surprised he's back in town. 50 Shades of Grey. Ein Kräutertee-Liebhaber. Und Verschwörungstheoretiker. Hey, Murphy, how you doing? You okay? I heard you were having some kind of amnesia. You know, most alien abductees always have some sort of memory loss. Der Schreibtisch ist so klein. Die Proportionen passen irgendwie gerade überhaupt nicht. Yeah, well, that didn't happen. Last I saw you, you were... Ist mir da I hingeascht. know from the NSA. Könnte mein Vater like I told you gewesen sein. before, I wasn't hiding. I was relaxed. So, and of course, you don't even remember talking to me, do you? Let me see where you got hit. Yowza! You Jause. really back off, man, because I swear I will shoot the next person who tries to touch this, okay? Okay, I'm sorry. Ouch. Ooh. So, I guess you do need some catching up then. A few months ago, I moved back here from the islands and I opened up this place. And I was hoping that you and I could hang out together like old times, but you haven't been around much. So, did I happen to tell you anything about the case I'm working on? Not yet, but you know I'm always ready to be Robin to your Batman. Without the homoerotic undertones, of course. Of course. Sorry, Arch, but it's a package deal. If you're gonna be in this with me, you're gonna have to be in all the way. You had me going there, Murph. Okay, Boy Wonder, I need you to enter 2 names into the Bat computer. Mason Bowers, Margaret Leonard. Well, I don't know about Mason Bowers, but Margaret Leonard, she's connected to one of the greatest mysteries of all time. I mean, you know who Nikola Tesla was, right? Nikola! Tesla was a genius. Probably one of the greatest geniuses Nein, es ever. war nicht Nikola. It was Tesla, Und not der war auch kein Schweizer. He invented Wer hat's a erfunden? Tesla Der coil, Tesla hat's used erfunden. electricity, remote Der control. Tesla. He even pioneered cryogenics. So are we almost to the part about Margaret Leonard? Right. Well, Tesla died in Was ist denn mit 1943 ihm? when the FBI just swooped in and confiscated all his papers and designs. Then in about 2012, all this stuff, the Tesla cash just disappeared. And you want to know who the #1 suspect was? Margaret Leonard. No, an FBI agent named Charles Johansson. Now, I know they could never prove that he did it, but then he quits the FBI and joins some Tesla fanatic group called the Tesla Legacy Society, a group dedicated to making the world better through technology. And that's where he meets Margaret Leonard. Bingo! They fall in love, they get married. I think they even had a kid together. So where's Margaret now? Not a clue. Johansson died a couple years later, cancer, I think. After that, Margaret just dropped out of circulation. So all this happened, what, 37 years ago. I mean, no one's found the Tesla cash since then? It's one of the great mysteries, the lost inventions of Nikola Tesla. What's the big deal with the Tesla inventions? I mean, there must be some reason they were never made. Oh, you ever hear of a little thing called Tunguska? Have I ever? Picked up a bad case when I was down in Mexico. That's where I learned the phrase, Baños, rapidos, ándale muchachos, vámonos! Oh, Murph, you're too funny. You know, in 1890s, Tesla conducted an experiment that created a resonance frequency. You know, like a big vibration, and it nearly took out a whole chunk of New York City. And then in the 1900s, he began to work on what he called a teleforce beam. Richtig durchgeknallter Typ, der Nikola Tesla übrigens. Called it, you know, a death ray, you know, cooler name. But a few years Aber der hatte later, richtig in krasse Russia, Ideen. Remote area called Tunguska. Something caused an explosion 1,000 times greater than the atomic bomb.
1,000 times greater than the atomic bomb 40 years before we invented it? But that was the last anyone ever heard of the death ray. Tesla never got funding. Instead, they made him out to be some crackpot, and he was. Er war auch ein verrückter Typ. Some people think Krass viele Ideen. plants Ja, ja. part of the Tesla Aber der hat ja auch seine eigene Freundin und Bekannte und Freunde so als Versuchsobjekte und Versuchskaninchen genommen, die er dann mit Schwingungen beaufschlagt und solche Geschichten und ganz komisch. Und irgendein bekannter Schriftsteller, wie hieß er denn? Den hat er auch richtig durchvibrieren lassen. So ein, war es Mark Twain? Keine Ahnung. Durchvibrieren. Ja, den hat er richtig so aufschwingen lassen. Und irgendwie ist ihm dann schlecht geworden, dann hat er abgebrochen und solche Geschichten. Also ganz komisch. forget what you did tipping me off before that whack job NSA guy could get me. Seems nice. Es gibt ja auch diese I eat at the brew and stew all the time. Was denn? Diese Elektrotherapie. Nee, er hat das tatsächlich mit Schwingung gemacht. Er hat so eine exzentrische, ich weiß gar nicht mehr, so eine Maschine gebaut mit so einem Rad dran, wo halt ein Gewicht dran ist und das hat er dann ganz schnell schwingen lassen und dann Oh, es gibt ja so Magnettherapie auch. gibt's auch, I ja. actually wouldn't mind forgetting a few years of my own life, mostly my teenage years. Wahrscheinlich nicht so krass dosiert. Ja, bei ihm ging es ja gar nicht so sehr um, also auch um Magnetismus durch die Spulen halt, You aber know me, Murph. Always up for er an wollte ja, adventure. seine Idee war ja statt Kabeln und wie auch immer, wollte er ja, also einmal war er mit der Begründer des Wechselstroms und er hatte damit rumexperimentiert, Energie durch die Luft zu übertragen. Durch seine Tesla-Spulen. Und dann hat er auch eine riesige Tesla-Spule gebaut und hat dann aber irgendwann von seinem, er war damals auch in irgendeiner Elektroversorgerfirma, war er mit involviert und hat dann aber irgendwie keine finanziellen Mittel mehr bekommen. Und dann ging dieses Projekt irgendwie nicht weiter und es hätte auch so nicht funktioniert. Also er hätte noch weiter dran forschen müssen und das noch weiterentwickeln müssen und so weiter. Und ja, waren alles nette Ideen und sowas, auch coole Ideen, aber alleine schon diese Überlegung, dass er über mehrere Kilometer hinweg da so ultra krass viel Energie durch die Luft jagen will. So Was ist denn dann aber, wenn man als Mensch dazwischen steht? Also man selbst besteht ja auch aus Energie. ja, da könnten halt so diese Probleme auftreten. You like my shop? Kinda like my old one, the Also du Cosmic könntest dich halt so als faradäischen Connection. Käfig und so sehen, aber ob das You know, alles so... the NSA and all that. Yeah. Oh, that's the hollow babe at the Golden Gate. Yeah, Mojo is warm for her form, or lack thereof. Und dann wollte er die Energie irgendwie durch den Boden jagen, also durch die Erde. Und da fehlten ihm irgendwie auch die Mittel und sowas. Und ach, keine Ahnung. Das sind ganz interessante Ideen an sich, aber ja, keine Ahnung. My little buddy Mojo works Vielleicht wird over es mal so there. in 100 oder We 200 hang Jahren out a nochmal lot, irgendwie but I can't aufgegriffen stay oder there so, too aber long. Something makes my eyeballs burn. Gosh, you'd think a sidekick would be a little more helpful, huh? Don't know about that. Donnelly's kind of a mysterious character. He was a private detective Tesla may have hired not long before he died. There's a mention of it in one of Tesla's letters. No, Er hatte- both aliens and ghosts can communicate through their dreams. It's a proven fact. er hatte auch irgendwie so eine Vorliebe irgendwie für Tauben und sowas, Tesla. Und hat auch irgendwie Schmuck für die gekauft oder so. Also er war auch irgendwie so ein bisschen Soziallegastheniker und hat sich auch selber so ein bisschen zurückgezogen. War ein bisschen seltsam war er. I've been checking my sources, but no one's heard a thing about her in years. He died like 40 years ago and either left the Tesla cash with Margaret Leonard or somebody else. Or he took it to the grave. Sandra, würdest du mir einen Gefallen tun? Im Kühlschrank ist noch ein von Feldschlösschen ein Mezzomix in der Seitentür. Also überhaupt. Feldschlösschen, ein Ja, so eine kleine Dose, so eine 03er Dose. The Tesla cash is right up there for me. Oh, and the death ray? Well, the name says it all, doesn't it? Tesla hat an einem Todesstrahl gearbeitet? Das ist mir aber neu. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bin ich jetzt gerade mal ein bisschen neugierig. Tesla Todesstrahl. Mhm.
Aha. Also er soll tatsächlich irgendwie an einem Todesstrahl irgendwie experimentiert haben, kurz bevor er abgenippelt ist. Und, Teilchenstrahlung. Aha. Ach du meine Güte. Ja, echt ein durchgeknallter Typ. Muss man bei sowas nicht aufpassen, dass man da nicht aus Versehen so ein schwarzes Loch macht? Ja. Ist das das? Ja, ne? Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das gemeint ist. Es ist aber, wenn diese Teilchen aufeinandertreffen. Weil dann hast du so eine unendlich hohe Dichte und dann geht's los. Und dann frisst er und frisst er und frisst er und wird immer größer. Also was kannst du ja auch nicht aufhalten, Nee. ne? Ja, irgendwann hat es halt diese kritische Masse erreicht und dann macht's. Toll. Also entweder es frisst alles weg oder es explodiert dann einfach alles. Ja, also diese kritische Masse, das dauert auch eine Weile. Also das frisst und hat dann so eine ganze Galaxie erstmal aufgefressen und dann macht's Bumm. Und dann hast du da irgendwie so einen Neutronenstern oder irgend so Blödsinn. Also schwarze Löcher sind ganz schön scheiße. Tja. Also wenn hier auf der Erde ein schwarzes Loch entsteht, sind wir sowieso alle den Tode geweiht. Da können wir auch nicht abhauen oder so, das bringt nichts. Das war's dann einfach. So, ich habe mit Archie gesprochen und habe ein Foto von Margaret Leonard zu Archie bekommen. Sprich mit Clint. Na gut, dann sprich ich mal mit Clint. Wo hattest du dieses Foto nochmal gefunden? Das ist eine gute Frage. Ich habe es bekommen gerade von ihm. Hier. Margaret Leonard. I wonder if anyone else on Chandler Avenue has seen Margaret Leonard. Mhm. Was mich ein bisschen aufmerksam gemacht hat, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber es wurde ja erwähnt, dass die ein Kind hatten, ne? Margaret Leonard und noch dass es irgendwer. ungefähr 30 bis 37 Jahre Her ist. her wäre. Mhm. Da denke ich mir so, warum erwähnt man das? Ja, er meinte ja, das ist vor 30 und dann er wieder, ach ja, ich habe ja 7 Jahre verpennt, also 37. Und keine Ahnung, ich weiß nicht ganz warum. Weiß ich nicht. Yeah, I'm a PI, so I figured that one out already. Now that you're back, I wonder if you could help me out with something. You recognize the woman in this photo? Oh, nice. I think I saw her in a play Von 1996. Is this your girlfriend? Well, now, if she were my girlfriend, I wouldn't be trying to figure out who she was now, would I? Ja, gut, das I'm just kidding about this woman being your girlfriend. She's actually mine. No, I'm kidding again. This is Margaret Leonard. She's had a room here at the Ritz forever. She used to live here, but I haven't seen her in years. So, she may not be here anymore, but she auto-pays her rent. So it's all good. Any chance you can get me into her apartment? Not a chance in hell. I let her install her own security system, just like you, except hers is a real one. I can't tell you which apartment it is, but you won't get in without a passcode or a personal invitation. Maybe I can try to help you with something else. Tja, Foto von I Frau. know for a fact I've never seen this box before, because if I had, she'd be my lady love. Can't help you with that. All I know about her is she's got a room here. I hardly ever see her, so I don't know when she's here and when she isn't. I'll bet she was something back in the day. Vor langer Zeit, ja. Back in the day. Es war einmal vor langer, langer Weile. Naja. Ja. Mit Rook. Wer ist denn Rook? Hier? Oh, ist das laut. Wer war denn Rook? War das der Typ hier? Ich glaube, das war Archie, oder? Der ist klein. Wirkt das so komisch.
That's the most recent photo of Margaret Leonard I could find. Like I said, she's been out of circulation for a while. Nee. Seriously, we are the dynamic duo, don't you think? Certainly the boy wonder. So what have you come up with? Nichts. Wer ist denn? Ach hier, Rogue's Paw. Ah. Hat sogar Leuchtreklame. Thinking, Murphy, perhaps I should confide something to you. Oh, this should be good. You believe Maldonado is spying on you, but it could have been someone else. Not Margaret Leonard by any chance. How did you know? Do the words P.I. mean anything to you? Margaret may be in grave danger. I've tried to contact her, but to no avail. Gosh, if only we knew someone with some detective skills. Get into her apartment. No, but she may have left a clue. Some time ago, she left this in my care. It's for you. The genius of Nikola Tesla. For me? She wanted you to have it in case anything happened. I met Margaret years ago. She was a woman of secrets. Hat einen komischen Bart. I have an interest in Tesla collectibles, so yes, I've heard of it. And no, I don't know where you could find me. I met Margaret years ago. She was a woman of secrets. So. Woman of secrets. Mhm. Doku? Ja, ich weiß nicht. Fehlt auf jeden Fall noch jede Menge. That's an old Magic Square grid code. Row and column totals are the key. Zeilen- und Spaltensummen. That's an old Magic Square grid code. Row and column totals are the Zeilen- key. und Spaltensummen sind der Schlüssel. Also was ich 14, 15. Aber das wäre jetzt die Spalte. Hä? Ist das so wie so eine Art Sudoku oder sowas? Das dann. Was kommen wir? 5, 8, 15. Okay, ist tatsächlich anscheinend immer 15. Und dann wäre es hier 7, 9 und dann müsste hier rein durch eine 6 sein. Dann wäre es 1, 2, 3, 1, 2 plus 6. 6 habe ich gesagt, ne? Ja, 6 sind 8 plus, tatsächlich muss immer 15 rauskommen. Also 15, dann muss hier eine 8 hin. Dann muss hier 5, 14 eine 1 hin. Dann muss hier 3 plus sind 7 plus 8, dann muss hier eine 8 hin. Was habe ich hier gesagt? 8, 1. Was habe ich hier gesagt? Das ist eine 1. 8, 1. Eine 1. 1 habe ich hier gesagt, ne? Ja. 1, 8 wäre 9, 10, dann müsste hier rein durch eine 5 hin, dann wäre es 6, Ja, und da 12, oben ist auch noch 15, eine. passt. Ja, die hatte ich doch schon. Achso, die hast du schon mitgerechnet. Nee, hä? Wie, die habe ich schon mitgerechnet. Es ist überall 15. Ja. Aber die hatte ich doch schon ausgerechnet, die Zahl hier. Ja, und die hast du jetzt eben auch noch mit dabei. Nein, brauche ich ja nicht. Die ist ja. Das hier ist eine Zeile. Entschuldigung, das ist eine Spalte hier. Ja. So, das ist. Ups. That's an old Das ist Magic eine Square Spalte, grid das ist eine Spalte, das ist eine Spalte, das ist eine Spalte, das ist eine Ja, Zeile. welche Zahl musst du denn jetzt eingeben? Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob ich die eingeben muss. Keine Ahnung, aber dieses Rätsel läuft darauf hinaus, dass jede Zeile 15 und auch jede Spalte 15 ergeben muss. Ja, deswegen habe ich ja die Zahlen gerade gesagt, dass du dir das merken sollst. Ach so, ja, müsste ich mir sowieso aufschreiben. Ich kann mir das mal nicht merken, wenn ich dann eine andere Sache mir angucke, dann ist die vorige meistens schon wieder vergessen. Ich schreibe es mir mal auf. Sonst vergesse ich das sowieso wieder.
Was hatte ich gesagt? Da muss eine 6 hin. Da musste eine 8. Ne, da musste eine 5, eine 1 hin. Sind 3, sind 7, sind 8 muss da hin. Und hier muss 7, also 5 hin. Also von oben nach unten sind es 5, 8, 1 und dann da die 6 unten rechts. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Warum ist das hier unten so ausgeschnitten? Weiß auch kein Mensch. Achso, kann ich das eingeben? Warte mal. 5? Nee. Ich würde es gerne eingeben irgendwie. Okay. 5. Was habe ich gesagt? 8, 1 und die 6. Der Schlüssel von Margaret Leonard. Okay. Ist das oder? I don't know what I was thinking. Wo hat ihr in ihr Apartment? Im 2. Stock des Ritz-Hotels. Ja, das ist ja eigentlich da, wo ich bin. Aha. Oh, I had this door permanent. The door to my back storage room is locked. That's strange. Well, that won't work. Well, that was stupid. Hä? Aber das ist doch der 2. Stock hier. Was ist der 1. Stock? Aber den 2. Stock gibt's doch gar nicht. Hä? Yeah, San Francisco looks... that was from my first jackalope hunt. Bundeslade. Ah, okay, hier vielleicht. Needs a key. Well, that won't work. Das wird nicht funktionieren. People who stay here at the Ritz don't want to be found. People who stay here at the Ritz don't want to be found. Ah, hier. Needs a key. Uh-oh. That doesn't look good. Uh-oh. That doesn't look good. Knochensäge. Jeffrey Dahmers Apartment. Ist das irgendwelche Blumen? Keine Ahnung. There are 12 positions for each of the flowers on the box. I wonder if there's something around here that could help me out. 12 Positionen, also quasi Uhrzeiger, Stunden. Ja, dann... It's a business card for someone named Count Saint Germain. Hier ist was. 12 Monate und so. Flower for each month of the year. Und dann ist jetzt die Frage. Du musst gucken, welchen Blumen es Mache ich dann. Und dann dementsprechend, welcher Monat es ist, dann halt das dahin drehen. As I walk in the bathroom, I realize there's something wrong here. Something terrible. Nice. ohne Kopf. Tag 4. Saints and Sinners. Or The Unusual Suspects.
Die unüblichen Suspekte? Well, I think I found Margaret Leonard. Well, most of her. Das meiste von ihr. Dann gucken wir uns doch jetzt mal das Blumending an. So, hier ist auf jeden Fall so ein, weiß es, eine Art Gänseblume. Das wird April sein. Gut, also. 3, 4. So. Was haben wir noch? So eine gelbe. Das muss wahrscheinlich Januar sein. Ja, das ist so eine Art, weiß nicht, Löwenzahn oder sowas. Keine Ahnung, dafür kenne ich mich nicht genug aus. Das wird hier Januar sein. Gut, also Januar ist 1. Da bin ich schon zu weit, glaube ich. So. Dann so ein blaues Ding. Das könnte dies hier sein. Sieht aus wie, weiß ich nicht, Ackerwinde oder sowas. Was war das jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. September. Also 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Das letzte könnte eine Rose sein. Juni. Juni, genau, Juno. Also 6. So. Geht doch. It's a picture of someone named Mantis. Aha. It's a picture of someone named Mantis. Ah, hat irgendwelche Ausschlag. Bäh. Saint-Germain. Serviert aus einer Bar. Mhm. Und dann hier römische Zahlen und dann irgendwie mal. Ups. Wie man Sapphire trifft, wie man das verdächtige Fahrzeug des Mason-Baus entführt hat. Keine Ahnung. Looks like Margaret Leonard had a video journal. I'll need to find a memory stick to use on the vid player to watch them. Mhm. Ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Gibt es erstmal nichts mehr. That chair looks comfortable. Too comfortable. Well, hello, boys. Mr. Murphy, you need to come with us if you want to live. Seriously? Just kidding. What was going on in there? You know the drill. Why do so many people around you end up dead? Same as you. Just comes with a job. I just get there. Did you kill Margaret Leonard? Really? You think beheading a little old lady fits my MO? But we keep walking in on you with all these dead bodies. You must be the unluckiest guy in the world. Well, I don't know if I'm number one, but I'll tell you, I'm in the top 10. I'm also in the top 10 of the luckiest, but don't ask me why. I don't care why, I just want to know who. Wait a second, how do we even know it's Margaret Leonard? I mean, maybe that's why they took the head. Yeah, that might have worked 100 years ago, but now we've got apps for that. We've already got a positive ID. It's kind of fun, isn't it? I mean, kind of working together, bouncing ideas, sharing information. I mean, what if I said I had some information might help your investigation?
I'd say you were withholding evidence. Now, I said I might have something. No, you said you had something that might help. Yeah, oops. Look, Danwich, you seem like a stand-up guy, and I know you don't want any vigilantism, so I'll play it by the book. I think I have video that might have been shot by the guy who killed Margaret Leonard. I'm just gonna hand it to you and hope you'll cut me some slack. It's on your smart, Alex? Let's have it. The guy in the video's Mason Bowers. And this is the guy you think was abducted. The problem is there's no evidence of anyone being abducted, so I can't investigate. My hands are tied. Well, mine, as you see. I may have seen this guy before on some kind of surveillance video. A surveillance video, you say? The video could have shown you in your apartment talking to an elderly lady. There may have been another man there as well, a mutant of some kind, who might have jumped you. The elderly lady, in theory, could have appeared to have injected you when you were restrained. In the ensuing struggle, you might have been knocked out on the fire escape. And when would Bowers have shown, hypothetically? Right after you were knocked out, tore through the apartment in pursuit of the old lady. So everything that I've told you matches up, and we're both looking for Mason Bowers. Are you familiar with a program called VCT, Vehicle Compliance Tracking? All cars come with sensors that report when one is out of compliance. For example, when you have your right front headlight shot out, if you could access the VCT database, which is illegal and highly inadvisable, you would find a list of all vehicles with the right front headlight shot out. If you could provide more information on the vehicle, you can access an ID and an address from the registration. Any chance this might have been the vehicle seen in the Maldonado surveillance video? I gotta get back to work, Murphy. If you got questions, ask them. And then stop wasting my time with this speculative nonsense. I know who Zach Williams is, and who his associates are. I'd advise you to keep your distance. Don't recognize the face. Sorry. That's Margaret Leonard? I'll have to take your word for it. A speeder with a broken headlight on the front passenger side? No idea what you're talking about. As soon as I got back from the new San Francisco Police Department, I had an urgent message from Rook. It seems Rook had a soft spot for Margaret and wanted to bring her some justice. He told me he had another interested party in the Tesla cache, a Count Saint Germain, who was staying at the Golden Gate Hotel. Maybe he could divulge some answers. So one hears a great deal about Tex Murphy on Chandler Avenue. Gott. To what do I owe this pleasure? Word is you're a big fan of Nikola Tesla, or at least his stuff. Yes. Your local pawn shop has a remarkably extensive offering of Tesla paraphernalia. Certainly the largest cache I've found this side of Belgrade. You mind if I ask what your interest is in Tesla? I gather you're at least somewhat familiar with the story of the Tesla cache? I believe some of the items Rook has were part of the Tesla cache, but he refuses to divulge how he obtained them. I presume from Margaret Leonard, or some third party who got them from her. Shocking. Rook normally would cut off his right arm if he thought somebody'd buy it. I've spent many years searching for something. My hope is to find a clue as to its whereabouts in Tesla's letters or journals. But the trail has led me here.
Tell me, Mr. Murphy, do you know the name J.T. Donnelly? Yeah. I mean, I just heard about it, but he was a PI, and he lived around here back in the 1940s. At the Ritz, in the very room in which you now live. An intriguing connection. Yeah, I mean, it's interesting and maybe a little weird, but it's not a connection. But it's so much more than that. Back in Donnelly's time, there was a man known as the Sleeping Prophet, Edgar Casey. He made a compelling case for the belief that most of us have lived past lives. You're losing me. Come now. You've said on more than one occasion that you felt as if you'd been born a century too late. A man out of time, as it were. Tell me, do you have disturbingly realistic, vivid dreams of another era? What? You know about my dreams? I must be getting incredibly broad-minded in my old age. So what are you saying? I was J.T. Donnelly in a former life? We could explore that possibility, but first, have eggs ever appeared in your dreams? Oh, I love eggs, of course. Poached, over easy, scrambled. I mean, they're certainly nature's wonder food. There are affordable accommodations in better parts of the city. Something could have been drawing you specifically to the Ritz. Don't you agree? Yeah, cheap rent. Could you maybe help me out with these memories? Help me interpret these dreams? If you could find this egg, or even put me on its trail again, I have certain techniques, such as regression and channeling, that could help you recall past events. And, I should add, the egg is worth a fortune. Which I would gladly pay. We talk for a few minutes longer, but I tell him I need to get back to the case. This is way beyond my comprehension. Mystical eggs? Mind regression? Past lives? It's boggling. Margaret spoke of an egg being held by a religious fanatic who prays. Was it the Tesla egg I found in the wall at the Ritz? If so, it would have been there for over 100 years. Does it have some sort of channeling power from the person who possessed it? Well, Mason Bowers is still the key. I need data for the VCT so I can find out who kidnapped him. Better start asking around. Time for some good old-fashioned detective work. You should talk to potential witnesses and see if they know anything about the suspicious vehicle involved with the abduction. Mhm. Boah, das ist mal laut. Nur diese Tür, ne? Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist ein bisschen sehr hoch gepitcht worden. Gross. No one's ever removed this thing since the incident. Hey, Murph, how you doing? What can I do for you? Hello, stranger. What are you boying? No. He'd go on into these Bisschen, weird ja. trances and talk about past life stuff. You know, pretty intriguing until you get to where he starts going on about Atlantis. She's dead? And she was living right here for years. How do you always find yourself right in the middle of everything? You have a gift, my friend. Hello, Murphy. How goes the investigation? The speeder that flew away after the gunshots I heard? I'm not sure what type it was, but I did notice that the interior was very unusual. It was all white. Raum komplett weiß. Mhm. I'm quite certain she was on the run from someone or something. I took care of her as much as she'd let me. I'm very sad she's gone. Yes, I'm sure that Margaret's items came from the Tesla cache, though the pieces she gave me to sell weren't nearly as valuable as rumors would have you believe. More questions?
Why you gotta keep coming back with more questions? I remember her. Sweet little old lady. Used to see her around the neighborhood years ago. Don't remember the last time I saw her. Yeah, there was a speeder that took off right after the gunshots. Saw it in my rearview mirror. I got a thing for high-end speeders. This was a 48 Pandian. Sweet ride. Mm-hmm. Wow, that is crazy what happened to Margaret Leonard. Is everything okay with you and the cops? Yeah, cops would love to pin it on me, but I think it's all tied to a Mason Bowers who was abducted outside the Ritz a couple of nights ago. I'm just trying to find anybody who might have seen something. Oh, well, then you probably need to talk to Sapphire. Sapphire? Sounds like some Greek oracle. Well, I don't know if she's Greek or not, but she's definitely exotic looking. And she's one of your fellow tenants. Her door's decorated like a French nightmare, but it suits her business. So, if you hear any noises you can't identify, you might want to come back later. Not a clue. It's a damn shame what happened to that little lady. And I'm not crazy about what it did to her apartment either. Mhm. Gehen wir mal zu Sapphire. Da ist... Oh Gott. Well, this is a nice surprise. Oh, wow. Well, this is... Überrascht oder wirklich überrascht? Wirklich überrascht. Sapphire. What a beautiful, if somewhat misleading name. Thanks, Tex. You know just what to say to please a lady. Ich glaube nicht, dass du eine Lady bist. Das ist ganz schön viel Lady, würde ich sagen. Ja, ja, vor allem hier die Haare mit Perücke hier. Wow, is that a... what kind of contraption is that? So. Junge, Junge, sieht aus wie ein Clown. Ich habe eine Löwenhütte. Let's start with business. How disappointing. Well, we could use that home gym in there to work off some stress. I'm sure you wouldn't mind a happy ending, if you know what I mean. Well, yeah, I mean, yeah, that's all anybody wants, right? I mean, and they lived happily ever after, that kind of thing. Fine. You don't want to scratch each other's backs. But what if I don't play ball? Can we still rough and tumble? Well, Sapphire, don't make me twist your arm. Oh. You can't make me talk. We can do this the hard way or the easy way. Excuse me? Are you threatening me? Because if you are, I'd love to see you try the hard way. Oh Gott. I'm sorry, Tex. I got carried away. I didn't mean to hurt you. At least not like that. Can you forgive me? Not until I give you a good, firm interrogation. I'm all yours, Mr. Murphy. You're a tough guy who thinks he's above the law. What girl doesn't like to get a little turned on by that kind of man? First, I hear people running around up in your apartment. Then, this speeder lands outside. I hear some man yelling and screaming outside the Ritz. Then, Boah, he die runs fetten off Make-up with drauf. some other people chasing him. After a bit, he comes back, and I hear him outside my window. Sounds like he's talking to himself. Then, two other guys catch him. Und dieser shove him into the Lippenstift speeder, oder and was I das hear ist. gunshots, and the speeder takes off. Und Pailletten auf... Zersteinchen. Das... It's not the nicest place in town, but you can't beat the price. It's a live and let live kind of place. What's she got that I don't? I can tell you one thing that I've got that she doesn't. Erinnert mich so ein bisschen hier an, wie ist die von Eine schrecklich nette Familie? Keine Ahnung. Peggy, mit den Haaren. Ach so, ja, jetzt, ja, ja.
Gets along with everybody. Makes great food. I only met you a couple years ago, so I don't know what you were like before. But I like what I see now. It ain't just your ass that's bad. That's not my kind of store. So spunky. And I love spunk. That's the guy you think got abducted? I saw him around a few times coming to see you. I thought. Mhm. That scumbag detective has been watching me for months. He's been videotaping the Ritz. Rook's one of my best customers. His tastes aren't as old-fashioned as you might think. Runs the electronics shop, though he's hardly ever there. But that place will literally kill you. After Clint took over ownership of the Ritz from Nilo, things got a lot better. He even removed all the bugs and hidden cameras. No idea who that is. Now, what would I know about that? That sweet lady used to live here. It looked black, or midnight blue at first, but when the light hit it just right. Saphirblau mit weißer Innenausrichtung, Innenausstattung. Which, of course, I would remember. You do know she's a he, right? With the strength of 10 ordinary men. Hallo? Soll ich irgendwas in meinem Büro machen? My friend Louis runs the Brew and Stew, and this is his personal brand of coffee. No messages on the bid phone. Looks like somebody's wiped my computer clean. Was steht denn auf deiner Liste? Wie man das verdächtige Fahrzeug verfolgt, das Mason Bowers entführt hat. The door to I had this door permanently sealed as it opened directly into my bedroom. People thought that was awfully presumptuous of me. Ja. Er hat doch da irgendwas erzählt von danach gucken und eine Adresse finden. Whatever you need, Knife. Just Knife. That Clint's really come up in the wild. Though I still hide the chocolate cake when he drops by. I don't want him falling back into his old ways. I might have seen this lady in here not long ago. Didn't catch your name. You got me there, wife. I know you was having bad dreams way back when. But I didn't hear nothing else about him after, you know, the thing with Chelsea happened. Oh, I know this little lady. Haven't seen her around in quite a while, but she used to come in pretty regular. I think she lived at the Ritz, at least for a time. She and Chelsea were real friendly. Pretty sure her name wasn't Margaret Leonard, though. At least that ain't the name she told me. So this is the speeder you think took off after those gunshots and the abduction the other day. I do remember seeing a vehicle. I didn't get the license plate or nothing. I just saw it was one of them nice B-Turbo XL Modell. The Bi-Turbo XL model. Abandon all hope, ye who enter this lot.
Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Hey, Tex. How's your case progressing? Not a clue. Sorry, I don't know a lot of people, except the ones that come in here. You're talking about the speeder I saw take off after the shooting? What I can tell you for certain is the last 2 digits on the license plate. They were the numbers 6 and 3. Okay, das sind schon mal ein paar Hinweise. Well, I finally gather enough data to identify the kidnapped vehicle. It's registered to a company called Cézanne, and the location. Season. Mit einem was fehlt. Ja, wie man in Season hineinkommt. Über die A7. Gar nicht so. I check out Cézanne was smart, Alex, and find out it's Cézanne. some sort of doomsday cult recruiting candidates for a brave new world. And they believe this world will arrive soon. These boys take their schoolwork seriously. So, unsere Zeit ist leider auch schon wieder erreicht. Wir haben schon wieder eine etwas mehr als eine Stunde schon wieder aufgenommen, dann ist nie. Ja, es geht immer so schnell. Ja, es geht immer so schnell. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn wir dann wieder mit Tex Murphy dann hier diese seltsamen Sekte, Kult, wie auch immer, erkunden. Das ist irgendwie so Ende der Welt, Sekte, irgend so ein Kram. Wie hießen sie? Nö, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, irgend so ein Kram ist das. Gut, ich speichere jetzt noch. Naja. Speichern. Ja. Ist gespeichert. So, und dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.